Hallo und herzlich willkommen hier im GM-Garten. Heute nehme ich euch wieder mit auf einen Gartenrundgang und zwar Mitte November. Wir schauen, was es noch zu holen gibt und wir werden die letzten Handgriffe tun, um unseren Garten für den Winter festzumachen. Also, wenn ihr Lust habt, ich würde mich freuen, wenn ihr mich begleitet. Kommt mit! Und den heutigen Gartenrundgang starten wir mit einem Besuch bei den Hühnern. Den Hühnern geht es sehr gut, aber wer den Kanal kennt, dem wird vielleicht auffallen, dass hier doch ein paar Tiere fehlen. Ja, und das liegt leider daran, dass wir dieses Jahr sehr viele Hähne in der Brut hatten und naja, also wir haben 2 behalten und der Rest musste leider zum Metzger. Die 2 übrig gebliebenen Hähne sind einmal hier Shadow und ein Hahn aus unserer neuen Brut. Den fanden wir einfach farblich so schön und er hat so ein ruhiges, liebes Wesen, dass wir ihn unbedingt behalten wollten. Bisher hat der kleine Große hier noch keinen Namen. Wenn ihr Vorschläge habt, ich würde mich freuen, die unten in den Kommentaren zu lesen. Vielen Dank! Ansonsten geht es den Hühnern sehr gut. Sie haben immer noch viel Grünfläche. Die wird auch so schnell nicht kaputt gehen. Sie picken gerade Körner, die sie von uns hier jeden Tag zur Verfügung gestellt bekommen. Allerdings nur im Außengehege. Im Stall bekommen sie nur Pellets, denn ich will die Einstreu ja für meine Beete benutzen. Und wenn mir da die ganzen Saaten aufgehen, ist das sehr unerfreulich. Ein paar meiner Hennen, so wie hier die kleine Cleo, die leiden noch sehr an der Mauser. Die sind sehr geschwächt, aber dennoch können sie gut mit den anderen mithalten. Sie verstecken sich einfach hier auf dem großen Areal, damit sie den anderen nicht zu nahe kommen. Denn schwache oder kränkliche Tiere sind auch in Hühnerscharen nicht gerne gesehen. Zu ernten wird es hier im Hühnergehege auch noch etwas geben. Und zwar seht ihr hinter mir die Mispel. Und die hängt dieses Jahr so richtig voll. Das habe ich bisher so auch noch nicht erlebt. Wenn ihr noch Rezeptideen habt, außer Mousse daraus zu machen oder Marmelade, schreibt mir die auch unten in die Kommentare oder schreibt mich einfach per E-Mail an. Meine E-Mail-Adresse seht ihr jetzt hier unten. Vielen Dank schon mal. Und wer hätte das gedacht? Auch die Birnenquitte hat es geschafft, dieses Jahr eine Frucht auszubilden. Wobei sich mir dann jetzt die Frage stellt, was mache ich mit einer Frucht? Wenn ihr Ideen habt, ihr wisst Bescheid. Und dann verabschieden wir uns jetzt auch hier von den Hühnern und werden mal schauen, wie der weitere Garten so aussieht. Vom Hühnergehege aus geht es jetzt Richtung oberen Garten. Dabei kommen wir hier an den Hochbeeten vorbei. Hier stehen die Physalis noch in voller Pracht. Leider haben die hier oben echt wenig reife Früchte hervorgebracht. Aber wie ihr sehen könnt, die hängen von oben bis unten immer noch voll mit Lampions. Ich denke nicht, dass da noch viel zu holen wird. Die ein oder andere kann man noch ernten. Aber im nächsten Jahr werden die hier nicht mehr stehen. Den Physalis direkt gegenüber haben wir hier unseren Rosenkohl. Und der macht ordentliche Fortschritte. Guckt euch mal diese kleinen Köhlchen an. Ist das nicht toll? Oh, ich freue mich so richtig drauf, wieder frischen Rosenkohl genießen zu können. Und hier auch, die Stämme sind von oben bis unten voll mit tollen Rosenköhlchen. Wunderbar. Der ist dieses Jahr richtig gut gelaufen. Auch sehr gut gelaufen ist dieses Jahr der direkte Beetnachbar zu unserem Rosenkohl, nämlich der Grünkohl. Oder zumindest ein Teil von meinem Grünkohl. Und wenn man sich jetzt mal hier anguckt, was der für Blätter gebildet hat, Wahnsinn, da freue ich mich auch schon drauf. Wir haben natürlich schon die ein oder andere Portion gegessen, aber ich muss sagen, entgegen vieler Meinungen ist es doch besser, einmal Frost drüber gehen zu lassen, denn die Blätter werden dadurch erheblich zarter. Der nachgesetzte Salat kümmert hier so ein wenig vor sich hin. Er sieht zwar immer noch wunderschön grün aus, ist auch nicht großartig angefressen, aber ich glaube, für große Salatköpfe wird das doch ein bisschen zu spät. Naja, es reicht immer noch, um das ein oder andere Blatt auf einem Sandwich oder einem Burger genießen zu können. Der Porree ist abgeerntet und auch das Kohlrabi-Beet steht leer.
Hier liegen jetzt die Reste vom Halloween-Kürbis drin und eine Ladung Asche aus dem Kamin. Die Petersilie steht noch recht gut hier. Der Schnittlauch hat sich zurückgezogen und auch die weiteren Kräuter aus den Beeten versetzen sich so langsam in die Winterruhe. Das einzige Kraut, was jetzt noch mal richtig Gas zu geben scheint, das ist hier unser Meerfenchel. Der ist gerade jetzt, wo es kühler geworden ist, wirklich am besten gewachsen. Keine Ahnung, woran das liegt. Ist das normal? Habt ihr Erfahrungen mit Meerfenchel? Wenn ihr was wisst, Dankeschön. Vorbei am zweiten Grünkohlbeet und den nachgesetzten Buschbohnen, wo wir reichlich geerntet haben und immer noch einige dranhängen, die jetzt allerdings nicht mehr so appetitlich aussehen, haben wir hier noch den Rhabarber, der jetzt zum zweiten Mal blüht und noch mal richtig viele Blätter nachgeschoben hat. Also tatsächlich habe ich den Rhabarber hier vor 1 oder 2 Monaten komplett runtergeschnitten. Er hatte nur noch 3 Blätter und jetzt, ich meine, guckt ihn euch an. Wahnsinn. Keine Ahnung, wie das sein kann. Und jetzt sind wir hier im oberen Garten. Die Erbsen sind schon lange weg. Die Physalis kämpft hier noch einzeln im Beet. Da vorne haben wir noch Schnittknoblauch. Der kommt jedes Jahr im Herbst wieder neu. Der kommt teilweise sogar 2-mal im Jahr neu. Hier standen Snackpaprikas. Man sieht noch die Reste. Aber auch für die ist es jetzt zu spät. Hier vorne haben wir unseren Knoblauch gesteckt. Und hier können wir jetzt mal schauen, ob sich schon was blicken lässt. Also, ich sehe hier noch nichts. Wenn ihr was entdeckt, dann sagt mir Bescheid. Ich denke allerdings, in spätestens 1 bis 2 Wochen sollten auch hier die ersten grünen Spitzen rausgucken. Natürlich abhängig vom Wetter. Wenn es jetzt auf einmal schlagartig in die tiefen Minustemperaturen geht, dann wird er erst im nächsten Frühjahr austreiben. Sollte die Temperatur allerdings so mild bleiben, wie es heute ist, dann rechne ich hier in 1 bis 2 Wochen damit, dass sie rauskommen. Hier im oberen Garten gibt es jetzt momentan auch eigentlich gar nichts mehr zu tun. Die Physalis und alles das, was jetzt noch relativ grün ist und noch die ein oder andere Frucht abwirft, lasse ich immer noch stehen, so lange bis es wirklich ganz aufgibt. Und die restlichen Beete sind eigentlich schon so gut wie fertig für den Winter. Auch am Mangoldbeet wird dieses Jahr nichts mehr gemacht. Das bleibt jetzt so bis nächstes Jahr im Frühjahr. Dann werde ich es wieder herrichten und neue Mangoldpflänzchen anbauen. Auch hier im unteren Garten beim Folientunnel sieht man, dass der Garten so langsam in die Winterpause geht. An der Hauswand stehen die Physalis natürlich noch am besten und hier gibt es auch regelmäßig noch was zu ernten, so wie diese da unten. Die ist zwar noch nicht ganz vertrocknet, aber dennoch haben wir hier eine super frische und leckere Physalis. Physalis aus dem eigenen Garten, einfach köstlich. Die dürfen in keinem Jahr fehlen. Die Abmosung, die ich mit euch zusammen gemacht habe, hängt auch immer noch. Die ist gut durchwurzelt und die werde ich auch jetzt die Tage dann topfen. Das Video zur Abmosung seht ihr da oben in der Ecke. Ansonsten hat hier das Hauptbäumchen schon sein gesamtes Laub abgeworfen, während dieser neu gekommene Seitentrieb aus der Hauptpflanze noch wunderschönes grünes Laub hängen hat. Einfach toll. Sowohl optisch als auch geschmacklich ist eine Feige im Garten ein absolutes Highlight. Wenn ihr gute Feigen haben wollt, schaut euch mal den Kanal von Tobi Kabel an. Denn da findet ihr mega viele Sorten und alle fruchten hier in Deutschland. Die Pawpaw geht auch langsam in die Winterpause. Sie hat hier in den Blattachseln zwar schon neue Knospen, aber das Laub macht sich jetzt langsam auf den Weg, um sie zu mulchen. Die Paprika und Chilis aus den Kübeln habe ich schon längst gefällt.
Hier und da guckt noch ein vereinzeltes Zitronenblatt raus. Und ja, die Zier-Süßkartoffeln. Bei denen habe ich ein wenig Angst, die zu ernten. Denn hier sieht es so aus, als wenn sich da Wühlmäuse eingenistet hätten. Und ja, ich muss mal schauen, wie ich dabei vorgehe. Aber auch hier unten auf der ungeschützten Südseite haben wir immer noch die Möglichkeit, bei unseren Physalis ordentlich was abzugreifen. Na, lass los. Ach, wunderbar. Und hier die kleine Chili hat einfach keine Lust aufzugeben. Die bildet überall noch haufenweise neue Blüten an jedem Ast eigentlich. Wahnsinn. Aber da wird wohl nichts mehr bei rumkommen. Den Knollensellerie hier hinten habe ich im letzten Video mit euch geerntet. Der Staudensellerie steht immer noch und zwar sehr gut da, finde ich. Genauso gut da steht hier unsere Orangenverbene und als direkter Nachbar die Zitronenverbene. Und um euch mal zu zeigen, wie groß die geworden ist, also ich bin 1,83 und diese Pflanze hier, wenn sie gerade stehen würde, ist annähernd genauso groß wie ich. Wahnsinn. Und das hier im Oberbergischen Land. Und ja, die überwintern sogar hier und kommen im nächsten Jahr komplett neu wieder. Die Maulbeere ist ebenfalls jetzt in Winterruhe. Sie hat all ihre Blätter abgeworfen. Und hier werden wir auch die Tage mal schauen, was denn aus der Abmosung hier geworden ist. Da sehe ich noch keine Wurzeln außen, aber ich bin gespannt, was passiert. Der Ast, an dem die Abmosung dran ist, soll sowieso weg, denn ich will mir aus diesem Maulbeersträuchchen einen Maulbeerbaum erziehen. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren und ihr verpasst keins meiner Videos mehr. Vielen Dank im Voraus. Ach, und wenn euch das Video bis hierhin gefallen hat, Daumen rauf nicht vergessen. Vielen Dank. Und jetzt werfen wir noch einen Blick in den Folientunnel. Ein wunderschönes Geräusch. Hier stehen jetzt immer noch die gefällten Chili-Pflanzen. Die Tomaten sind leider schneller geschimmelt, als dass sie reif geworden sind. Es hängen zwar immer noch welche dran und ich bin mir nicht sicher, aber so richtig Kraut- und Braunfäule kann ich an den Tomaten jetzt auch nicht erkennen. Zwar sind verwelkte Blätter dran, aber das ist tatsächlich nur vereinzelt der Fall. Naja, hier wird es dieses Jahr wohl nichts mehr zu ernten geben und deshalb kommen die jetzt raus. Und damit das für euch nicht so lange dauert, werde ich das Ganze im Schnelldurchlauf machen. Und wohin jetzt mit dem ganzen Grün? Ich zeig's euch. Bei mir landet das gesamte Tomatengrün einfach auf dem Kompost und wird da zu neuer Erde. So, die Tomaten sind raus, aber so richtig winterfertig ist das immer noch nicht. Die nächsten Schritte für das Beet wären jetzt noch Unkräuter entfernen, die restlichen vertrockneten Pflanzen entfernen, wie hier das große Basilikum. Und dann wird die Erde bei mir noch aufgelockert und vorgedüngt. Aber das machen wir dann ein andermal. Denn das Schöne an so Arbeiten im Gewächshaus ist ja auch, dass man das machen kann, wenn die Sonne mal nicht scheinen sollte. Auf den restlichen Beeten lasse ich die Unkräuter stehen. Bis ins Frühjahr, so ist die Erde im Winter geschützt. Und die Wurzeln der Unkräuter können den Boden ein bisschen locker halten. Im Frühjahr wird das dann alles wieder schön sauber gemacht
aufgedüngt und für die kommenden Kulturen vorbereitet. Und das war es jetzt auch schon wieder mit dem heutigen Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es so war, zeigt es mir mit einem Daumen nach oben. Schreibt was unten in die Kommentare. Zum Beispiel einen Namensvorschlag für den kleinen Kerl hier. Und wir sehen uns dann das nächste Mal hier im GM-Garten. Ich würde mich freuen. Bis dahin. Was sagst du? Ist das auch? Ja, ne? Sag mal Tschüss. Er ist noch ganz scheu. Ja. Großer Hahn.